Hallo, wenn Sie in Ihrer Umfrage eigene Datenschutzhinweise oder auch Impressumsangaben platzieren möchten oder müssen, zeige ich Ihnen jetzt, wie Sie das mit Easy Feedback umsetzen. Wir öffnen exemplarisch wieder eine Umfrage und gehen in die Einstellung der Umfrage. Wenn wir hier ein bisschen weiter nach unten scrollen, kommt der Bereich Datenschutzlink im Abschlussbalken anzeigen. Diesen klicken wir einmal an, den machen wir nochmal auf, und dann erhalten Sie hier die Datenschutzhinweise für den Teilnehmer, der an einer Umfrage teilnimmt. Das, was Sie hier sehen, ist von uns bereits vorbereiteter Text mit einem Ausfüllhinweis. Diese Datenschutzhinweise, die hier stehen, sind gemäß DSGVO entwickelt worden. Sie müssten halt hier Ihre Firmendaten, Ansprechpartner, Datenschutzbeauftragte etc. noch zufügen. Ansonsten sind hier alle notwendigen Informationen vorhanden, dementsprechend auch gemäß der DSGVO die Rechte der einzelnen Personen über Auskunft, Löschung, Berichtigung und so weiter und so fort. Am Ende erfolgt noch eine Auflistung der Datenarten, die Sie erheben. Das heißt, wenn Sie Daten verarbeiten, müssen Sie der Person ja auch sagen, welche Daten verarbeite ich und warum verarbeite ich Daten und wie lange bleiben die Daten bei mir eigentlich, bis ich sie wieder lösche. Und das haben wir Ihnen hier auch schon vorbereitet, exemplarisch, dass wir hier einfach sagen, Datenart ist einmal die E-Mail-Adresse, warum oder welche Kategorie ist es. Es sind Kommunikationsdaten, welche Personengruppe betrifft das, Kunden, Mitarbeiter, Lieferanten etc. Der Verarbeitungszweck ist Kontaktaufnahme und hier ist die Löschung einmal zu definieren, wann löschen Sie die Daten wieder, beispielsweise nach 2 Jahren oder 5 Jahren, je nachdem. Dementsprechend geht es dann weiter, Anrede, Vorname, Nachname, Referenztext, Parameter, Variablen, Personal ID, Startdatum, Enddatum. Das sind alles so ein paar statistische Daten drumherum, die automatisch erhoben werden, sage ich jetzt mal. Da können Sie einfach sagen, wenn Sie die Umfrage löschen, wird das halt auch mit gelöscht. Ansonsten haben wir hier noch die Antworten hier. Das könnten dann persönliche Daten sein. Da müssen Sie dann für sich selber schauen, welche Daten erheben wir eigentlich, die personenbezogen sind. Wie lange benötigen wir die Daten und warum benötigen wir die Daten und wann löschen wir die Daten wieder. Genau. Jetzt speichern wir das Ganze einmal und schauen uns das in der Umfrage an. Wir können jetzt hier oben rechts die Vorschau öffnen und sehen dann, sobald wir die Funktion aktiviert haben, hier unten links Datenschutzerklärung öffnen. Und hier ist genau der Text, den wir eben in den Einstellungen gesehen haben. Wir haben jetzt noch 2 weitere Möglichkeiten. Das erste ist einmal, dass wir der Informationspflicht nachkommen und die Datenschutzhinweise publizieren. Jetzt ist es aber so, wenn wir personenbezogene Daten von einer Person erheben, verarbeiten und speichern, müssen wir von der Person die Zustimmung haben. Und wenn diese Zustimmung bei Ihnen nicht vorliegt, beispielsweise Sie machen eine Befragung mit einem Kunden oder noch nicht Kunden beispielsweise, dann haben Sie in der Regel keine Zustimmung und benötigen diese Zustimmung. Dafür haben wir dann die zweite Option hier oder Funktion. Teilnehmer muss aktiv den Datenschutzbestimmungen zustimmen, bevor dieser an der Umfrage teilnimmt. Das bedeutet, damit holen wir uns die Zustimmung der Teilnehmer ein, bevor überhaupt eine Verarbeitung der Daten stattfindet. Damit sind Sie auf jeden Fall rechtskonform unterwegs. Wir speichern das Ganze und ich zeige Ihnen das einmal. Sie klicken wieder auf Vorschau. Wir aktualisieren die einmal hier oben. So. Und was jetzt kommt, kommt der Hinweis zum Datenschutz. Gemäß der geltenden Datenschutzgesetze ist es notwendig, dass Sie zustimmen etc. Von hier aus kann die Person nochmal alles einsehen und dann dementsprechend zustimmen. Ein Ablehnen gibt es hier nicht, weil Ablehnen bedeutet, ich nehme nicht teil, dann soll die Person den Browser schließen. Wir brauchen eine Zustimmung und keine Ablehnung an der Stelle. Genau, und erst wenn zugestimmt wurde, dann kommt der Startbutton zur Erscheinung und wir haben hier weiterhin den Text hier unten. Wenn wir diesen Text jetzt hier unten anpassen möchten, beispielsweise weil uns das Öffnen nicht gefällt oder weil wir da unten Impressum und Datenschutz platzieren möchten in dieser öffnenden Box, haben wir dazu die Möglichkeit, das Ganze über den Fragebogen Texte und Sprachen anzupassen. Hier gehen wir dann einmal auf Systemtexte und jetzt haben wir hier die ganzen einzelnen kleinen Systemtexte für die Umfrage und hier sind die Datenschutztexte
Und hier ist der Link Datenschutzerklärung öffnen. Das wollen wir nicht. Wir machen jetzt mal hier im Impressum und Datenschutzerklärung. Und die anderen Angaben finde ich gut, die bleiben so. Jetzt gehen wir wieder nach oben, speichern das Ganze, öffnen die Vorschau. Und wir stimmen auf jeden Fall zu. Und hier unten sehen wir jetzt Impressum und Datenschutzerklärung. Jetzt könnten wir hier einfach in dem Texteditor, was Sie eben gesehen haben, weitere Angaben hinzufügen. Also nicht nur die Datenschutzhinweise, den Text, sondern setzen jetzt beispielsweise hier oben drüber die Impressumsangaben. Genau. Und das sind die Möglichkeiten, die Sie mit Easy Feedback haben, wenn Sie Ihre eigenen Datenschutzhinweise platzieren möchten oder müssen.